Okay, genau. Heute mir war das super wichtig, dass ich ehrlicherweise noch noch einmal mit euch sprechen kann, bevor wir sozusagen ins neue Jahr starten, weil ich ganz gerne mit euch ein paar Sachen teilen würde, die mich im letzten Jahr sozusagen begleitet haben, beziehungsweise auch meinen Weg sehr geprägt haben. Und ich denke, dass da der ein oder andere sicherlich noch was mitnehmen kann. Deswegen macht euch gerne ein paar Notizen, einfach vielleicht so ein paar Gedanken, die euch kommen zu den Sachen, die ich sage, in Bezug auf euer eigenes Leben oder auch in Bezug auf Sachen, die ihr vielleicht verändern möchtet. Und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Für mich war das letzte Jahr, wie ihr ja wahrscheinlich alle wisst, weil die meisten von euch live dabei waren, entweder bei Instagram oder irgendwie die mich vorher schon in Ausbildungen oder in Coachings kennengelernt haben. Sehr, sehr spannend. Sehr spannend, zwei Dinge, die eigentlich das Jahr sehr spannend gemacht haben. Und zwar einmal war es der absolut tiefe Wunsch, nicht mehr angestellt arbeiten zu müssen, und zwar nie wieder. Also für mich war total klar, schon am Anfang des Jahres, dass ich alles daran setzen werde und alles dafür tun werde, dass diese Sache funktioniert. Ich hatte ja meinen Job auch schon gekündigt, wie die meisten wissen. Es gab für mich die Option des Scheiterns, die war einfach schlichtweg nicht gegeben. Und ich habe mir selber auch gar nicht erlaubt, mir einen Plan B zu überlegen. Und ich habe auch da wirklich ganz massiv, wenn zum Beispiel jemand aus meiner Familie gesagt hat, ja, was machst du, wenn es nicht klappt? Oder aus meinem Freundeskreis gesagt, Leute, Klappe. Dann, wenn ihr sowas zu sagen habt, dann redet einfach bitte nicht mit mir. Und ich war da relativ rigoros, weil ich überhaupt gar nicht erst also ich wollte gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, wie es sein könnte, wenn es nicht klappt. Ich habe ja eigentlich schon im Jahr vorher angefangen, im November und Dezember eben zu traden. Und tatsächlich war bei mir Ende Dezember letztes Jahr der Moment für ungefähr um die Zeit jetzt, wo ich festgestellt habe, dass ich ganz grundlegende Dinge ändern muss, weil ich ansonsten auf keinen Fall erfolgreich werde. Ich habe eigentlich von Anfang an, ich hatte jetzt nicht so Probleme, verständnismäßig ins Trading reinzukommen, weil ich ja vorher auch schon im Finanzbereich gearbeitet habe. Deswegen war das irgendwie alles relativ, sage ich mal, nah für mich, oder es war sozusagen einfach zu verstehen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich überhaupt keine Erfolge sehe und auch keine Weiterentwicklung sehe. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt tatsächlich dann auf das Buch gestoßen, was ich schon tausendmal allen empfohlen habe, nämlich dieses Werde übernatürlich. Und als ich dieses Buch gelesen habe, ist mir eigentlich bewusst geworden, warum ich überhaupt keine Erfolge sehe oder warum ich gerade auch nicht weiterkomme. Nämlich, weil ich tagtäglich die gleichen Dinge mache, die gleichen Dinge denke und die gleichen Dinge sage, spreche, mit anderen Menschen rede, wie ich es halt die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre getan habe, 30 Jahre getan habe. Und mir ist plötzlich bewusst geworden, dass ich versuche, ein neues Ergebnis zu kreieren und ich aber stetig die gleichen Dinge oben ins Modell reinwerfe sozusagen. Ja? Also ich mache jeden Tag das Gleiche und ich erwarte, dass sich eine Veränderung in meinem Leben oder in meinem Lernen, damals eben auf Trading bezogen, oder in meinen Emotionen ergibt. Und als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Energien zu beschäftigen und viel, viel mehr mit mir selbst zu beschäftigen, habe ich eben gemerkt, dass ich mir selber massiv im Weg stehe. Mit meinem Self-Talk, also wie ich zu mir selbst gesprochen habe, obwohl ich bin grundsätzlich, glaube ich, jemand, der als selbstbewusst wahrgenommen wird von außen. Das war immer schon so und es ist tatsächlich total witzig, weil ich würde behaupten, dass in meinem Inneren war das sicherlich bis vor 1,5 Jahren einfach nur eine Fassade nach außen hin, ja. Also ich wurde zwar von Leuten immer als stark, als selbstbewusst und weiß ich nicht, straightforward und so weiter und so fort, so ein Macher halt wahrgenommen, aber ich hab in mir selbst immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht gut genug bin und dass ich es eigentlich nicht schaffen kann. Und wie soll ich es schaffen, wenn andere Leute da draußen sind, die so viel besser sind als ich? Und so habe ich halt tagtäglich mit mir selber gesprochen.
jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, habe ich mir gesagt, nee, du bist noch nicht perfekt genug. Wenn du nicht perfekter wirst, dann wirst du es niemals schaffen und dann werden die anderen Leute auch niemals erkennen, dass du gut bist. Und mir war zum Beispiel auch total wichtig, dass andere Leute erkennen, dass ich gut bin. Ich hatte kein anderes Gesprächsthema in meinen letzten Jahren, da bin ich ganz offen. Also gerade auch, als ich zum Beispiel noch gearbeitet habe, als meine Arbeit. Ich habe mich stetig nur darüber definiert, was habe ich für Achievements, was habe ich für Leistungen. Und das war auch im Trading ganz lange so, dass ich das Gefühl hatte, okay, du bist nur dann ein guter Trader, wenn du so und so viel am Tag verdienst, wenn du ein Fremdkapitalkonto hast, wenn du dies, wenn du jenes hast. Und das ist, glaube ich, was, wo sich wahrscheinlich viele Leute wiederfinden werden und dass man eben tagtäglich so mit sich spricht, sei es ganz egal, auf was das jetzt bezogen ist, ob das jetzt aufs Trading bezogen ist, auf euren Job bezogen ist, auf euer Aussehen bezogen ist und so weiter und so fort, dass man einfach viel, viel, viel zu wenig positiv mit sich selbst spricht und viel zu wenig also sich selber sozusagen unterstützt und die Unterstützung zukommen lässt, die man eigentlich bräuchte. Man erhofft sich diese Unterstützung immer von außen, von anderen Menschen oder eben dadurch, dass man bestimmte Dinge erreicht, aber eigentlich muss es eben in dir selbst anfangen. Und das ist, glaube ich, so die Haupterkenntnis, die ich im ganzen letzten Jahr hatte, ist tatsächlich, dass alles, und zwar wirklich ausnahmslos alles, jeder einzelne Trade, der erfolgreich oder nicht erfolgreich läuft, ein Business, was man erfolgreich oder nicht erfolgreich startet, eine Beziehung, die man erfolgreich oder nicht erfolgreich startet, dass alles einfach aus dir kommt. Und als ich dieses Buch gelesen habe, sind mir ganz viele Dinge klar geworden. Ich habe dann tatsächlich erstmal angefangen, mich mit Quantenphysik zu beschäftigen. Hier, das sieht man jetzt schlecht, liegen noch meine Bücher, die ich mir damals dann bestellt habe, weil in dem Buch, das möchte ich jetzt ganz kurz auch erwähnen, damit die Leute so ein bisschen oder damit ihr ein bisschen versteht, wieso dieses Buch so verändernd war und warum es auch so viel Auswirkung hat auf uns. Wir werden dazu erzogen, in der Schule, von unseren Eltern, im Kindergarten, von unserem Umfeld, dass wir uns immer eigentlich nur auf das Äußere konzentrieren. Es wird von uns erwartet, dass wir funktionieren. Es wird von uns erwartet, dass wir gute Noten bringen. Es wird später im Job von uns erwartet, dass wir tagtäglich einfach da sind und dass wir eine Arbeitsmaschine im Rädchen sind, ein Zahnrad, das das große Zahnrad bewegt. Und das ist auch nicht, es ist auch nicht zwingend so negativ. Ja, das Problem ist nur so ein bisschen, dass wir eigentlich von Anfang an lernen, dass es unsicher ist, wir selbst zu sein. Wenn wir selbst sind, dann werden wir in der Schule gemobbt, dann nehmen uns andere Leute nicht wahr. So, wir versuchen, in ein Bild zu passen, ja. Und das ist eigentlich total schade, weil am Ende des Tages haben wir dann 100 Bilder, die alle irgendwie gleich aussehen, aber eigentlich alle nur irgendeine Kopie sind und keins von diesen Bildern, also aka wir Menschen, erkennt eigentlich an, dass es total schön ist, wenn jeder von uns komplett einzigartig und anders ist, weil genau das irgendwie diese Vielfalt ausmacht. Und das Problem ist eben, dass und das ist gerade das Problem, wenn man Trader werden möchte oder wenn man grundsätzlich selbstständig werden möchte, wenn man eben noch mit diesem Bild kommt, ja, diesem Bild, ich muss reingehören, ich muss anderen Menschen gefallen, ich muss mich rechtfertigen, warum ich diesen Weg gehe, ich muss mich erklären und so weiter und so fort, dann wird es sehr schwer, erfolgreich zu werden, weil wir dann eben gar nicht in unserer eigenen Energie leben. Und was eben dieses Buch damals für mich eben so eröffnet hat, ist wirklich diese Erkenntnis, dass alles, was ich mache, jede einzelne kleinste Handlung, jeder Gedanke zu mir selbst, über andere, jedes Wort, was ich spreche, Energie ist, die ich ins Universum ausstrahle. Und da könnt ihr euch gerne auch an die Leute, die vielleicht damit jetzt noch nicht so viel in Kontakt gekommen sind, ihr könnt euch da gerne mal ein paar Sachen dazu durchlesen, aber es ist schon nicht mal mehr als spirituell sozusagen anzusehen, sondern es ist mittlerweile einfach bewiesene Wissenschaft tatsächlich, bewiesene Wissenschaft, dass wir alles, was wir denken, was wir sagen, jedes Wort, was ich spreche, ist eine Schallwelle, die ich ins Universum aussende und es ist Energie. Und jetzt ist es so, dass viele Menschen sich dann noch ein bisschen beherrschen können, was sie sagen, dass sie zum Beispiel anfangen, nicht mehr so viel schlecht über andere Menschen zu reden, weil sie eben erkennen, dass sie damit nur Negatives attracten. Aber das meiste, was halt eben was eben noch passiert, ist die Gedanken.
Und die Gedanken sind viel, viel gefährlicher eigentlich als das, was wir sprechen, weil nur wir selbst können sie hören oder nur wir selbst können sie beobachten. Und es erfordert, sage ich mal, einiges an Übung, dass man wirklich zu dem Punkt kommt, wo man so bewusst ist, dass man wirklich jeden einzelnen Gedanken wahrnimmt. Und ich möchte da nur mal ein paar Beispiele nennen. Es geht schon bei den kleinsten Kleinigkeiten los. Es geht schon los, wenn wir mit jemandem zum Beispiel die Rechnung teilen. Ja? Und wir haben zum Beispiel das Gefühl, dass wir zu viel bezahlt haben. Oder wenn wir das Gefühl, oder man teilt ja vielleicht nicht die Rechnung, vielleicht zahlt man immer abwechselnd und man hat das Gefühl, man zahlt öfter und es ist unfair. Oder es geht dabei los, wenn man so manchmal diesen kleinen Neidgedanken hat und sich denkt, warum kann ich nicht genauso sein wie diese Person? Oder es geht los eben, ja, wie ich schon gesagt hatte, mit den negativen Selbstbildern, die man sich morgens anschaut. Ja, dann gibt es plötzlich Tage, wo man sich nicht wohlfühlt, wo man sich nicht würdig fühlt, wo man denkt, man ist nichts wert, weil man, keine Ahnung, vielleicht fühlt man sich an dem Tag nicht schlank genug oder man hat seit 3 Tagen nicht viel Gesundes gegessen oder ich weiß es nicht, ja. Und das sind halt diese ganzen klitzekleinen Sachen, die man im Prinzip in dem Moment, wo man sie denkt, ins Universum aussendet. Und ich werde irgendwann mal, glaube ich, einen Call darüber machen. Es gibt so 12 Gesetze des Universums und ein Gesetz davon ist eben, dass man die Sachen, die man aussendet, auch in sein Leben zieht. Das kann man jetzt als Karma bezeichnen oder das kann man jetzt als Law of Attraction bezeichnen. Wie auch immer, aber Fakt ist, dass das definitiv auch mittlerweile einfach schon nachgewiesen ist und dass je positiver du quasi bist und je positiver du ins Universum aussendest, umso positiver kommt auch zu dir zurück. Und es gibt ja interessante auch Versuche. Zum Beispiel gibt es einen Versuch mit 2 Gläsern Wasser und dann hat eben quasi ein Mensch einem Glas Wasser ganz viele positive Gedanken sozusagen geschickt, wie Liebe, wie Freude, wie Dankbarkeit und dem anderen Glas Wasser eben sich wirklich darauf konzentriert, zornig gewesen und versucht, da negative Gedanken reinzuschicken. Und dann hat man diese beiden Gläser Wasser eingefroren oder vielleicht waren es Boxen, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls wurde es dann gefroren. Und in dem Glas, dem man quasi diese ganzen positiven Energien sozusagen versucht hat zu schicken, haben sich wirklich unter dem Mikroskop wunderschöne Eiskristalle gebildet. Und in dem anderen Glas waren die wirklich komplett also sozusagen abartig. Also die waren überhaupt nicht so schön, wie wir jetzt diese Eiskristalle kennen. Und das ist nur einer von 100.000 Versuchen, um zu sehen, wie quasi die Energie, die wir wirklich aussenden, wirkt auf das Universum. Und das war ehrlicherweise für mich die Erkenntnis, die ich gebraucht habe. Als ich einfach erkannt habe, dass ich, obwohl ich jetzt, klar, ich arbeite jetzt nicht mehr, ich lerne jetzt traden und so weiter und so fort, aber als ich gemerkt habe, upsi, ich sende immer noch die gleichen Sachen ins Universum aus, wie zuvor, ist mir plötzlich klar geworden, dass das einfach nicht funktionieren kann, weil ich einfach weiterhin nur die gleichen Sachen in mein Leben attracten werde. Und ich habe nach dieser Erkenntnis mein Leben massiv umgestellt. Ja? Also ich hatte ein paar Sachen, die habe ich vorher schon gemacht, wie zum Beispiel, also ich war immer schon relativ diszipliniert oder wenn ich irgendwas will, dann kriege ich das. Das ist einfach so. Da gab es für mich noch nie einen Zweifel daran. So war ich schon als 3-jähriges Kind. Und das ist irgendwo in mir geblieben. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es sich früher, bevor ich angefangen habe, mein Leben umzustellen, manchmal sehr, sehr schwer angefühlt hat. Ich hatte das Gefühl, ich muss extrem viel dafür kämpfen, dass ich mein Ziel erreiche. Und es kam nicht zu mir. Es kam nicht mit dem Flow. Und als ich eben wirklich dann, also ihr müsst euch das ist jetzt nichts, was ich euch in diesem Call hier beibringen kann. Die Entscheidung muss jeder für sich treffen und auch wirklich dann anfangen, den Weg zu gehen. Ja, es reicht nicht, das Buch zu lesen, sondern es ist halt damit verbunden, dass man sich halt jeden Tag Selbstliebe zeigt. Und Selbstliebe zeigt man sich in Form von Meditation, ja, aber es ist nicht einfach. Ich habe genauso Morgende, wo ich automatisiert zu meinem Handy greife und bei Instagram bin und mir nach 5 Minuten auffällt, warum jetzt genau? Und dann lege ich mein Handy halt wieder weg und dann meditiere ich halt. Das ist halt ein stetiges sich selber daran erinnern, aber eben dieses Bewusstsein haben, weil man wird nie perfekt sein, aber man ist eigentlich immer schon perfekt. Man ist perfekt, weil man einfach einzigartig ist und weil man seinen Weg geht und weil man versucht, in jeder Minute das Beste zu sein für andere und für sich selbst. Aber das Wichtige ist eben auch dieses für sich selbst. Ja? Es gibt auch zum Beispiel diese Theorie über
wie sind zwei Menschen in einer Beziehung, wann funktioniert die Beziehung? Und da gibt es eben diese Theorie, dass die Beziehung genau dann gut funktioniert, wenn diese beiden Menschen sich jeweils auf ihren Part konzentrieren. Ja? Jeder konzentriert sich auf seine Person, auf seine 50% und sorgt dafür, dass diese 50%, dass diese Hälfte der Beziehung mental gesund ist, körperlich gesund ist und glücklich mit dem, was sie macht und was sie ist. Und dann wird es viel, viel weniger Probleme im Zusammenspiel geben oder viel, viel weniger Streitpunkte geben, wenn jeder einfach erkennt, ich bin für mein Glück verantwortlich und ich bin für mich verantwortlich. Und die andere Person ist nicht dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen. Und die andere Person ist nicht dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, sondern das muss ich selbst, ja. Ich habe zum Beispiel, das habe ich, glaube ich, früher auch manchmal gemacht, aber das ist schon sehr lange her, da war ich wahrscheinlich so 17, 18, aber ich habe es auch bei Freundinnen von mir beobachtet, die zum Beispiel stetig nach der Validation von ihrem Partner suchen, also nach der Bestätigung von ihrem Partner. Sie dann sagen, ah Schatz, findest du, ich sehe gut aus in dem Outfit, ah, findest du mich nicht zu dick, ah, findest du die hübscher als mich und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich der Moment, wo man sich selber das Minimum an Respekt gibt, weil man sozusagen nach außen geht und man sagt, hey, ich brauche die Bestätigung von einer dritten Person oder von einer zweiten Person, die kann ich mir nicht selbst geben, ob ich hübsch genug bin, zum Beispiel, oder ob ich meinem Partner gefalle, anstatt dass ich mich einfach hinstelle und mir denke so, hey, die Person ist mit mir zusammen, die Person hat sich committed, mit mir in einer Beziehung zu sein, natürlich findet diese Person mich anziehend und hübsch. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nachfragen muss, weil ich mich zum Beispiel verändert habe, dann habe ich mich eigentlich schon wieder auf eine andere Person verlassen, weil wenn ich mich mit mir selber im Reinen bin, wenn ich mit mir aligned bin, dann werden auch bestimmte Dinge, ich meine, Krankheit immer ausgeschlossen, nicht passieren, weil ich würde gar nicht anfangen, mich selber und meinen Körper zu vernachlässigen. Ich würde gar nicht anfangen, zum Beispiel zu sagen, so, hey, ich weiß ich nicht, ich mache jetzt nicht mehr regelmäßig Sport, ich liege jetzt lieber auf der Couch und schaue irgendwie Netflix. Weil in diesem Moment zeige ich mir selbst, ganz unabhängig davon, ob ich in einer Beziehung bin oder nicht, wirklich den minimalsten Respekt. Weil ich einfach sage, okay, ich bin so unwichtig, dass ich mir lieber ein Fernsehprogramm reinziehe, dass ich mir lieber Energien von anderen Leuten in mein Leben hole und auch eine Netflix-Serie gibt die Energien und meistens leider keine guten, weil die meisten Dinge, damit sie spannend sind, irgendwo viel negative Energie ausstrahlen. Kein Problem, Sven. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Genau, und das ist eben der Punkt. Da muss man eben, den man wirklich für sich erkennen muss im Leben, dass man selber für sich verantwortlich ist und dass man diese Verantwortung nicht nur übernimmt im Äußeren, sondern dass man diese Verantwortung im Inneren übernimmt. Dass man einfach sagt, okay, vielleicht esse ich jetzt nicht die 5. Tafel Schokolade, weil Zucker einfach schlecht für meinen Körper ist. Und es ist einfach nachgewiesen, dass es meinem Körper schlecht tut. Und wenn man mal anfängt, zum Beispiel eben gerade diese ganzen Körperthemen nicht aus der ich möchte schlank sein und ich möchte in ein Normbild passen, Perspektive betrachtet, sondern wenn man anfängt, diese ganzen Körperthemen zum Beispiel oder gesundheitlichen Themen wie Ernährung, Sport und so weiter und so fort, aus der Perspektive betrachtet, ich möchte meinem Körper in jeder Minute des Tages den maximalen Respekt geben. Ich möchte mir selbst in jeder Sekunde des Tages die maximale Selbstliebe zeigen. Und die Selbstliebe, die zeige ich mir halt nun mal nicht damit, dass ich ungesundes Essen esse und auf der Couch sitze, weil es gerade gemütlicher ist, sondern die zeige ich mir halt einfach damit, indem ich sage so, hey, ich bin es mir selber wert, mir zum Beispiel gesundes, frisches Essen zu kochen. Es ist halt so einfach und es ist so witzig, weil es ist überhaupt, man braucht keine fancy, weiß ich nicht, ich habe es letztens auch gepostet, man braucht keine fancy Supplements, man braucht keine, weiß ich nicht, 1000 verschiedenen Diäten. Ich finde auch dieser Begriff Diät ist total verrückt. Ich würde nie auf die Idee kommen, eine Diät zu machen, weil ich einfach tagtäglich in meinem Lifestyle die Dinge esse, die für meinen Körper am besten sind. Und natürlich ist es mal ein Stück Kuchen. Ich bin total addicted zu Kuchen, aber ich backe mir halt dann selber, weiß ich nicht, backe mir halt dann einen Kuchen, in dem halt dann vielleicht kein Zucker drin ist, ja. Oder ich benutze dann eben andere Dinge, wie weiß ich nicht, Datteln. Ich meine, es sind so basic Dinge, ja, die
die für manche Leute, oder die einem von außen, auch wenn man anfängt, zum Beispiel Frauenzeitschriften zu lesen, ja, die einem von außen dann immer gegeben werden, ja, hier, weiß ich nicht, die Diät oder jenes, aber dass man einfach mal wirklich sich überlegt, was muss ich eigentlich machen, um mir diesen Respekt zu geben? Und das hat jetzt im ersten Moment, oder man denkt, es hat wenig mit Trading zu tun, aber es hat tatsächlich sehr, sehr viel mit Trading zu tun, weil in dem Moment, wo man anerkennt, dass alles Energie ist, dass alle Energie, die ich aussende, zurückkommt und eben, dass Selbstliebe wirklich der Schlüssel zu allem ist, Selbstliebe und Selbstrespekt, auch zu gutem Trading, weil in dem Moment, wo du dich selber respektierst und wo du dich selber liebst, bist du viel weniger fehleranfällig, weil du nicht mehr das Bedürfnis hast, irgendwo von außen irgendeine Art der Bestätigung zu bekommen. Klar, es spielt dann noch das Money-Mindset mit rein, da werde ich jetzt auch gleich drauf eingehen, aber das sind mal so die Grundpfeiler und das sind die Grundpfeiler, die wirklich Anfang letzten Jahres mein Leben komplett verändert haben. Und vor allem auch tatsächlich es ist wirklich spannend zu beobachten, selbst meine Familie, zum Beispiel, ja, meine Mutter hat mir das jetzt an Weihnachten gesagt, erkennt mittlerweile, dass es funktioniert. Ich habe ja Anfang letzten Jahres, hatte ich mit ihr ein ernsthaftes Gespräch, weil meine Mutter, die hat ein sehr, sehr negatives Money-Mindset und erzählt mir eigentlich jeden Tag, dass wir sparen müssen, dass kein Geld da ist, dass alles so teuer ist und so weiter und so fort. Und ich habe dann irgendwann, als ich eben angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, habe ich sie gebeten, mit mir einfach nicht mehr so zu sprechen. Und dass sie diese Meinung gerne haben kann, aber dass sie diese Meinung nicht mehr mit mir teilen kann, dass wir über andere Dinge sprechen müssen, weil es so negativ ist. Und ich habe dann auch festgestellt, dass ich sehr viel davon übernommen habe, dass ich dann sehr oft gesagt habe, ich kann das nicht machen, es ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten und so weiter und so fort. Dass ich immer in diesem Verlustgedanken gelebt habe, dass ich immer gedacht habe, es ist nicht genug da für mich. Ich auch dieses Beispiel zum Beispiel vorher, was ich gebracht habe mit der Rechnung, die man teilt oder mit dem abwechselnd bezahlen. Ich bin genauso ein Kandidat gewesen. Der dann irgendwie im Nachhinein das Gefühl hatte, es war jetzt nicht fair. Jetzt habe ich hier zu viel bezahlt. Und plötzlich ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit nur darüber nachdenke, dass zu wenig Geld da ist in meinem Leben. Und dazu muss man sagen, dass es echt sehr witzig ist, weil es total unabhängig davon ist, ob man genügend Geld hat oder nicht genügend Geld hat, weil ich denke, objektiv von außen betrachtet, habe ich immer genügend Geld gehabt. Aber diese Gedanken, die waren trotzdem immer da. Und in dem Moment, wo dann eben klar war, okay, ich muss auch das unbedingt ändern, weil ich versuche gerade erfolgreich zu traden, ich versuche gerade mehr Geld zu verdienen in meinem Leben, mehr Geld in mein Leben zu attracten. Und auf der anderen Seite stehe ich die ganze Zeit da und habe diese negativen Gedanken in Bezug auf Geld. Es wird nicht funktionieren. Und dann habe ich meine Mutter war halt da ein Kernpunkt tatsächlich, weil ich halt sehr, sehr viel mit ihr rede und weil es natürlich dann einen sehr großen Einfluss hat, wenn du jeden Tag eine Stunde mit einer Person redest und die Hälfte von dieser Stunde negativ über Geld gesprochen wird. Deswegen musste ich da quasi auch dann zu ihr sagen, so, hey, das müssen wir jetzt ändern. Und am Anfang hat sie hat sich nicht über mich lustig gemacht, aber ich weiß nicht, sie hat dann gesagt, ja gut, okay, wenn du jetzt meinst, dass du jetzt so lebst und wenn es jetzt für dich so wichtig ist, dann machen wir das. Und dieses Jahr an Weihnachten oder jetzt auch schon öfter in letzter Zeit hat sie gesagt, krass, was bei dir alles ins Leben attracted wird. Also da saß sie wirklich da und hat gesagt, okay, ich glaube dran. Es ist witzig, total witzig. Es wird in den nächsten Wochen auch noch bekannt gegeben. Es wird eine Person in mein Coaching kommen, die mich unterstützt. Und ich habe zum Beispiel, bevor ich mit der gesprochen habe oder bevor ich auf die Idee gekommen bin, mit ihr darüber zu reden oder sie zu fragen, 2 Wochen vorher zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich habe so viel zu tun und ich habe auch so viele neue Projekte. Ich brauche unbedingt jemanden, der exakt den gleichen Trading-Stil wie ich hat und dann kommt und mich unterstützt. Und 2 Wochen später ist es einfach wie von selbst, plötzlich kam dieses Gesprächsthema darauf und diese Person war da. Und dann habe ich gesagt, ja, Mama, übrigens, ich habe jetzt jemanden gefunden. Und sie so, nee. Und ich so, ja doch. Und das sind halt einfach nur so kleine Dinge, dass man darf die Sachen aussprechen, die man sich wünscht und die man haben möchte, weil sie einfach sonst, wenn du nicht darüber nachdenkst oder wenn du dir selber auch den Gedanken zum Beispiel nicht erlaubst, viel Geld zu besitzen oder wenn du dich mit diesem Gedanken nicht wohlfühlst, wie willst du es dann in dein Leben attracten? Wie soll es funktionieren, wenn du jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, das Gefühl hast, oh nein, jetzt habe ich schon wieder Geld ausgegeben? Dann wirst du einfach wirst du quasi keinen
finanziellen Erfolg sehen. Und ich meine, ich glaube, ich bin da das beste Beispiel dafür. Seitdem ich eben angefangen habe, mich wirklich mit meiner Energie auseinanderzusetzen und nur noch das zu machen, was meiner Intuition sozusagen ja gut tut, wo ich einfach gespürt habe, okay, das ist was ich mit dem Herzen vorantreiben kann, dann bin ich diesen Weg gegangen. Und so ist zum Beispiel auch das Coaching entstanden. Es war nicht so, dass ich eines Tages gesagt habe, so, ich will jetzt coachen und ich mache jetzt Werbung und die Leute sollen jetzt anfangen, zu mir ins Coaching zu kommen, sondern eine Person, mit der ich vorher schon zusammengearbeitet habe, ist auf mich zugekommen und hat mich gesagt, so, Alexa, coachst du eigentlich? Habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann hat er mich gefragt, ja, wie viele Leute bräuchtest du denn, damit du jetzt mal ein erstes Coaching machst? Und habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Für 5, 6 würde ich schon anfangen. So, es macht mir Spaß. Also ich habe immer schon Spaß gemacht. Und 2 Wochen später kam er und sagte, ja, ich hatte jetzt 8 Leute, die Interesse haben. Und wo ich weiß, du kannst denen einfach Mehrwert geben. Und so ist das Coaching geboren. Es war halt einfach, seitdem ich angefangen habe, wirklich mit meiner Energie zu leben und zu akzeptieren, dass meine Intuition recht hat, dass ich mir selber vertraue, dass ich genauso wie ich bin, richtig bin, dass ich nichts verändern muss. Seit diesem Moment ist alles anders geworden. Seit diesem Moment sind die Sachen, die kommen einfach zu mir. Es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt aggressiv irgendwas erzwingen und das würde ich auch nie wieder machen. Und so war mein Leben aber vorher. Und so hat sich auch Traden für mich zum Beispiel vorher angefühlt, dass es wirklich hart war, dass ich dafür kämpfen musste. Ich habe dann schon, weiß ich nicht, ich habe dann schon gesehen, okay, es geht voran, aber es war in zähen, langsamen Schritten, als würde ich versuchen, durch Sand zu laufen oder durch Matsch zu warten. Es war zäh. Und das ist mein Aufruf, den ich euch gerne fürs neue Jahr mitgeben möchte, dass ihr anfangt, euch wirklich mit Energien zu beschäftigen. Das klingt jetzt crazy, aber ich glaube, es ist fast wichtiger, als sich mit Trading zu beschäftigen. Weil du erst, wenn du wirklich auf deine Intuition hörst und anerkennst, wer du bist und damit zufrieden bist, auch die Erfolge sehen wirst. Vielleicht kommen sie dann auch ganz plötzlich in dein Leben, weil du zum Beispiel vorher schon dich viel mit mit Trading beschäftigt hast oder vielleicht hast du dieses theoretische Wissen, brauchst du natürlich auch, ja, gar keine Frage. Ich will das doch gar nicht absprechen, aber ich will nur sagen, man kann den schweren Weg gehen oder man kann den leichten Weg gehen. Und es ist in diesem Moment, ehrlicherweise, es ist okay, den leichten Weg zu gehen. Leicht ist er dann, wenn du aligned bist mit dir. Bis du aligned bist mit dir, mag er hart erscheinen, weil du halt eben sehr viele Themen aufarbeiten musst, die du wahrscheinlich mit dir rumträgst. Und das kann schwierig sein oder das mögen die meisten Menschen auch nicht so gerne, weil sie sich dann halt wirklich auch damit, also sie müssen sich selber halt einfach mal einen Real Talk geben und sie müssen sich selber einfach mal den Spiegel vorhalten. Ein sehr gutes Buch zum Real Talk geben ist wirklich auch Mastery of Love. Also das ist echt crazy. Ich habe das erst vor kurzem gelesen und ich kann auch rückwirkend sagen, das ist wahrscheinlich das einzige Buch, was ich je zu inneren Kind, Trauma, Beziehungen, also nicht nur Beziehungen, Liebesbeziehungen, auch insgesamt zwischenmenschliche Beziehungen gebraucht hätte. Ich glaube, ich hätte nie ein anderes Buch lesen müssen. Und ich saß da immer in meinem Pool auf Bali und habe dieses Buch gelesen und bei jeder Seite dachte ich mir so, yet, that's deep, okay, krass. Obwohl ich ja jetzt das ganze Jahr mich wirklich schon intensiv mit all diesen Themen beschäftigt habe, aber es gibt da immer was dazu zu lernen und genau, das sind wirklich die 2 Dinge, die ich euch sagen kann. Geht wirklich ins Gebet mit euch selbst und schaut, wo habe ich Triggerpunkte. Und gerade, das ist auch ein Punkt, wenn ihr euch durch irgendwas getriggert fühlt, was ich sage, was euer Partner sagt, was von außen noch nicht herangetragen wird, dann nehmt es nicht als negativ, schreibt es euch auf. Weil es ist der wichtigste Hinweis, wo ihr noch Arbeit habt. Weil man fühlt sich eben nur dann getriggert, wenn irgendetwas in mir selbst nicht aligned ist mit dem, was von außen an mich herangetragen wird. Und das ist halt total spannend, dass man wirklich da sagt, okay, ich sehe das nicht als negativ, sondern ich sehe es als Chance zum Wachsen. Und genau, das ist was auf jeden Fall noch wichtig ist. Das heißt, also ich würde jetzt diese nächsten paar Tage, die wir noch haben, vor dem neuen Jahr wirklich nutzen, um zu schauen, vielleicht wirklich mal 2, 3 Stunden mit mir zu verbringen und mal zum Beispiel, man kann anfangen auch so
einen Liebesbrief zum Beispiel mal an sich selbst zu schreiben oder auch mal aufzuschreiben, okay, was habe ich schon alles erreicht? Und sich dann zum Beispiel auf die Dinge konzentrieren, die schon da sind. Ja? Also wenn ich zum Beispiel ein disziplinierterer Mensch werden möchte, dann fange ich mit den Kleinigkeiten an, wo ich zum Beispiel weiß, okay, in dem Bereich bin ich schon diszipliniert. Und dann kann ich eben also also so beginne ich halt quasi das Gefühl zu leben, diszipliniert zu sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin sehr diszipliniert im Bereich Sport und Yoga, weil es mir einfach Spaß macht und es für mich gar nicht anstrengend ist, jeden Tag mich zu bewegen, sondern eher, wenn ich einen Tag mich nicht bewege, dann ist es eher schon komisch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem anderen Lebensbereich mehr Disziplin haben möchte, dann fange ich eben an, darüber nachzudenken oder mir aufzuschreiben, hey, wow, ich bin so stolz auf mich, weil ich so diszipliniert bin, weil ich jeden Morgen mein Yoga mache oder mein Stretching mache. Es muss nicht immer ein hartes Workout sein, es kann eben auch mal leichtes sein. Es geht hier nicht um den Workout-Charakter, es geht hier um die Regelmäßigkeit, um die Disziplin, die ich ja jeden Morgen aufbringe. Und dann sehe ich mich selber als disziplinierten Menschen, weil es ja was ist, was ich schon in meinem Leben habe. Und wenn ich dann in diesem Gefühl lebe und weiß, okay, ich kann in diesem Bereich diszipliniert sein, dann fällt es mir viel, viel, viel leichter, auch in einem anderen Bereich diszipliniert zu sein, weil ich dann einfach mich selber schon als disziplinierten Menschen wahrnehme. Und so würde ich zum Beispiel auch vorgehen, wenn ich jetzt im Trading noch nicht so diszipliniert wäre, dass ich eben anfange, mir wirklich morgens zu visualisieren, wie bin ich als disziplinierter Trader. Zieht euch die Disziplin aus einem anderen Lebensbereich. Jeder hat in irgendeinem Lebensbereich irgendeine Routine oder irgendwas, was er regelmäßig macht und zieht es dann da rein. Das ist so mein Tipp für die nächsten 3-4 Tage. Nutzt die wirklich gut, weil dann geht das neue Jahr los. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass man da auch, wie gesagt, freundlich zu sich selbst ist. Versucht nicht am ersten Tag alles umzusetzen und euer ganzes Leben zu verändern, aber fangt mit kleinen Stücken an und wenn ihr was nicht schafft, dann verzeiht euch selbst und sagt so, hey, es ist okay. Und verzeiht euch selbst in der ersten Minute. Denn wenn man auf sich selbst sauer ist, dann kommen wir wieder in diesen Kreislauf, wo wir uns selber eben nicht richtig lieben können. Und das ist sehr problematisch. Es fängt alles hier drinnen an. Und sobald ihr euch hiermit beschäftigt, werden alle anderen Probleme von außen so viel kleiner und so weit eigentlich, dass sie gar nicht mehr existieren. Und also es war auch echt spannend. Zum Beispiel, ich weiß auch nicht, was mit meiner Oma los war dieses Weihnachten, aber die ist irgendwie super kratzbürstig geworden und hat sehr viele nicht so nette Dinge gesagt und verteilt. Ich war so, okay, ich kannte sie gar nicht so, aber vielleicht ist es, keine Ahnung, einfach auch, wenn man halt an ein Jahr so viel Negatives mitbekommt. Klar, die schaut natürlich auch jeden Tag Nachrichten und so. Ich habe es dann darauf geschoben, aber sie hat mir dann auch einen längeren Vortrag zu meinem Leben und meinem Lebensstil gehalten, den sie ganz und gar nicht unterstützt und für gut befindet, weil sie meinte, ja, du schwebst nur so durchs Leben, es ist hier keine Ernsthaftigkeit und du hast keinen festen Lebensmittelpunkt und jetzt, ich bin jetzt offiziell auch abgemeldet aus Deutschland. Das habe ich ihr noch nicht mal erzählt, aber scheinbar hat sie das irgendwie gespürt. Und sie hat mir dann jedenfalls einen langen Vortrag darüber gehalten, dass das so auf gar keinen Fall geht. Aber es war total interessant. Also ich habe ihr einfach zugehört. Ich habe dazu gar nichts gesagt. Ich habe mich weder getriggert gefühlt, noch hat mich das Ganze wütend gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, ja, so wäre ich auch, wenn ich mir den ganzen Tag Nachrichten über den Krieg anschaue und keine Ahnung was. Und dann habe ich ihr nur am Ende gesagt, Omi, du ganz ehrlich, solange du nicht meine Rechnungen bezahlst und mir das Haus kaufst, in dem ich setteln soll, weiß ich jetzt nicht, ob du da ein Mitspracherecht hast. Und dann war sie so, Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das ist halt einfach aktuell die Art und Weise, wie ich mein Geld verdiene. Ich habe ihr auch erklärt, dass ich wirklich auch auf meinen Reisen, und es ist tatsächlich so, immer die größten Inspirationen habe, weil ich einfach draußen bin, aus meiner Komfortzone, weil ich was Neues sehe, weil ich neue Menschen kennenlerne. So alles, was ich zum Beispiel jetzt mit meinem eigenen Coaching geschaffen habe, weil ich war zum Beispiel mit dem Trading Campus, ich habe da gar nichts Negatives zu sagen. Meine Intuition hat mir einfach gesagt, ich bin nicht allein mit diesem Projekt.
gab ein paar Dinge, die sind auch nicht verwerflich, ja, aber einfach die Art und Weise, wie Werbung gemacht wurde, es ist nicht negativ, weil Werbung macht jeder. Ich mache meine Werbung auf andere Art und Weise. Ich mache meine Werbung auf Art und Weise, dass ich einfach, keine Ahnung, mein Leben auf Instagram zeige. Es ist alles eine Art von Marketing auf Instagram, ja, gar keine Frage. Aber es war einfach so, ich habe einfach gemerkt, so, dieser Weg ist nicht meiner. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht denke, dass jeder Einzelne, zum Beispiel vom Trading Campus, ein extrem guter Trader und ein extrem toller Mensch ist. Und ich bin auch zum Teil noch mit denen in Kontakt, aber ich habe einfach gesagt, so, das ist nicht mein Herzensweg. Und mein Herz hat irgendwann Nein gesagt. Und dann habe ich erkannt, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und solche Ideen oder solche Dinge, die kommen mir halt nicht zu Hause auf der Couch in meinem gesettelten Home, ja, sondern die kommen halt dann, wenn ich komplett alleine auf Bali sitze und keinen Menschen kenne und einfach mal Zeit habe, mehr mich selber zu reflektieren. Und dann habe ich ihr das erklärt. Ich weiß nicht, ob sie es verstanden hat, aber für mich war sehr spannend zu sehen, dass ich genau weiß, dass mich dieses Gespräch vor 5 Jahren, vor 4 Jahren extrem getriggert hätte, extrem wütend gemacht hätte, extrem traurig gemacht hätte, weil ich gesagt hätte, oh, ich bekomme keinen Support von meiner Family oder was auch immer. Und heute stehe ich an einem Punkt, wo ich einfach anerkennen kann, dass es komplett irrelevant ist, ob jemand von außen meinen Lebensweg validiert oder nicht validiert, sondern dass ich den einfach so gehe, wie ich ihn eben fühle. Und da ist mir auch bewusst geworden in dem Moment, das war eigentlich total schön, weil ich habe gemerkt, dass ich super aligned bin mit dem, was ich mache. Weil meine Oma steht mir eigentlich schon nahe, wenn jemand, der dir nahe steht, es so scharf kritisiert, dann ist es halt schon so, dass viele Menschen anfangen, das Ganze nochmal zu hinterfragen und sich denken, es ist wirklich das Richtige und so weiter und so fort. Aber ich hatte keine Sekunde den Zweifel daran, dass das Richtige ist. Genau. Und jetzt möchte ich eben mit diesem Aligned-Sein, mit dieser Energie, über die wir jetzt schon ein bisschen was gelernt haben, die das Leben sehr, sehr, sehr stark verändern kann, eben noch auf einen Punkt eingehen, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es Human Design. Human Design ist im Prinzip eine relativ neue, kann man es Lehre nennen, spirituelle Lehre, spirituelle Erkenntnis, wobei wahrscheinlich gar nicht so spirituell, und ich denke, dass uns das in Zukunft noch viel, viel mehr begleiten wird, als wir uns das aktuell vorstellen können. Also Human Design, ich erkläre es euch kurz, ist im Prinzip eine Möglichkeit, den Menschen verschiedene Energietypen zuzuweisen. Und wir haben ja schon gelernt, dass Energie eigentlich alles ist, was unser Leben bestimmt, was wir attracten bestimmt und so weiter und so fort. Und es ist eben so, dass nicht jeder nicht jeder lebt in Alignment mit sich selbst und komplett nach seiner Intuition. Ich habe das tatsächlich immer schon getan, aber auch, weil die Art und Weise, wie ich erzogen wurde und wie meine Familie auch, also zum Beispiel die Trennung meiner Eltern hat dazu beigetragen, dass mein Bruder und ich sehr früh ausgezogen sind. Ich glaube, ich war eigentlich mehr oder weniger unabhängig ab dem Zeitpunkt, wo ich 16 war, weil es einfach nicht mehr ging. Weil wir ein Riesendrama hatten und weil mein Bruder ist genauso wie ich, der ist extrem stur und extrem, ja, selbstbewusst, und es hat einfach komplett gekracht. Und es war sehr viel Energie, sowohl positive als auch negative, immer da, und wir sind beide eben sehr, sehr früh unabhängig geworden. Und meine Eltern sind zum Beispiel komplett gegenteilige Typen wie wir. Wir beide sind sehr zielstrebig oder wissen ganz genau, was wir wollen, sind sehr selbstbewusst, sagen immer unsere Meinung, halten uns auf keinen Fall zurück, haben kein Problem damit anzuecken. Meine Eltern sind zum Beispiel das komplette Gegenteil. Die sind komplett ruhig, super harmoniebedürftig, versuchen es immer eher anderen recht zu machen. Und das war einfach ab einem gewissen Zeitpunkt in der Konstellation nicht mehr möglich. Und das hat natürlich in dem Moment war das natürlich nicht schön, das möchte ich gar nicht schönreden, aber man kann jede Geschichte immer positiv und negativ erzählen. Und positiv ist halt, dass wenn man halt schon von, weiß ich nicht, sehr jungem Alter an einfach plötzlich machen kann, was man möchte, mehr oder weniger, dann ist es viel einfacher, in seiner Intuition zu leben. Deswegen, als ich dann gesehen habe, was sozusagen mein Energietyp ist oder was meine also was eben Human Design hier über mich, über meinen Körper, über meine Intuition sagt, da war ich dann so, ja, okay, ich weiß. Und es kann aber sein, dass Human Design und das zu verstehen, wie dein Energiedesign sozusagen im Körper funktioniert, dir hilft, besser zu verstehen,
wie du dich verhalten sollst, weil vielleicht bist du manchmal nicht ganz sicher, gehe ich den einen Weg, gehe ich den anderen Weg, soll ich eher auf mein Bauchgefühl hören, soll ich Sachen eher lange planen? Das sind einfach so Grunddinge, die man nicht immer, gerade wenn man zum Beispiel jetzt, sage ich mal, eine Familie hatte, die eher so gluckenhaft war, ja, die sehr versucht hat, von außen auf sich einzuwirken, immer das sichere Nest zu bieten. Das ist ja auch gar nicht, es gibt keinen Positiv und kein Negativ hier. Es ist nur so, dass man dann weniger mit sich selbst lebt, weil man eben auch noch viel von außen mit hinzunimmt, ja. Und zum Beispiel auch, wenn man eine sehr harmonische Familie hat, wo man immer sehr viel zusammen macht, kann es sogar auch sein, dass man dann eben eher versucht, es auch diesen Personen recht zu machen, weil man hat ja dieses harmonische, gute, positive Verhältnis. Es gibt, wie gesagt, es gibt hier kein besser und kein schlechter. Wir haben mittlerweile auch ein sehr positives, harmonisches Verhältnis, alle miteinander. Aber es ist halt total wichtig, dass man halt seinen Weg geht und sich selber als Individuum halt wirklich an allererster Stelle stellt. Nicht in dem Sinne, dass man jetzt total egoistisch wird und sich nicht mehr um andere kümmert, aber in dem Sinne, dass man eben anerkennt, dass wenn es einem selber gut geht, dann kann ich auch geben. Und das ist zum Beispiel für mich, wo ich jetzt wirklich auch Leute coache, wo ich Leuten was weitergeben möchte, das ist mein oberstes Gebot, weil wenn es mir selber nicht gut geht und wenn ich mich selber nicht um mich kümmere, wie soll ich dann euch oder anderen Menschen positive Energie geben, wenn ich selber doch gar keine habe und wenn es für mich schon nicht reicht. Und das ist eben der Hintergrund, warum ich eben dieses Human Design Thema so spannend finde. Und zwar ist Human Design so, dass es gibt 5 verschiedene Energietypen. Ich erkläre es nur ganz kurz, die man haben kann. Und innerhalb der Energietypen kann es dann noch Spezifikationen geben. Und diese Energietypen werden bestimmt aufgrund eurer Geburtszeit, Geburtstag und Geburtsort. Und warum haben diese Dinge überhaupt einen Einfluss auf uns? Wir sind wieder bei Energie und zwar, wir wissen ja, dass sich Planeten um uns herum und wir uns um Planeten und so weiter bewegen. Und all diese Bewegungen hinterlassen sozusagen elektromagnetische Wellen und bestimmte Energiefelder. Und es ist eben so, dass je nachdem, wo du geboren wurdest, hat zu diesem genauen Zeitpunkt eben ein bestimmtes Energiefeld auf diesen Ort gewirkt, ja, bedingt durch unser Universum. Und es ist sehr, sehr spannend zu sehen und ich muss auch wirklich sagen, dass ich den Leuten das auch mehr oder weniger, also nicht ansehe, so gut bin ich noch nicht. Ich beschäftige mich jetzt ungefähr seit einem Jahr damit. Das macht eine Freundin von mir, die hat mir da auch viel geholfen, über meinen Energietyp noch mehr zu lernen. Die wird euch auch, wenn ihr das denn möchtet, oder beziehungsweise meinen Mentees auch, die sich angemeldet haben, helfen, mehr über euren Energietyp zu lernen. Und genau. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und ich werde jetzt auch ganz kurz, damit ihr das so ein bisschen anschaulicher verstehen könnt, kurz zeigen. Ich schicke den Link später auch in die Gruppe, das ist öffentlich zugänglich. Man bekommt dann sozusagen, hat man dann ein Chart. Ja? Ich gebe jetzt hier meinen Namen ein, reicht auch der Vorname, das ist egal. Dann gebe ich hier mein Geburtsdatum ein. So, jetzt wisst ihr alle schon sehr viel über mich, nämlich meine genaue Geburtszeit. Um 10:04 Uhr bin ich in München geboren. Und dann bekomme ich einen Chart. Das ist mein Chart. Und jetzt, ich gehe mit euch nur ganz kurz da durch, weil ich persönlich, ich kann es auch nicht so gut erklären wie meine Freundin, die hat dafür extra eine Ausbildung gemacht, die ist insgesamt sehr spirituell, beziehungsweise beschäftigt sich sehr mit diesen Energiethemen. Und zwar sehe ich hier oben meinen Typen. Wie schon gesagt, es gibt hier 5 verschiedene Energietypen. Es gibt den Generator, das sind, glaube ich, weiß ich gar nicht, 70-75% der Menschen. Also ich bin hier ziemlich der Durchschnitt, beziehungsweise die Mehrheit ist eigentlich Generator. Und dann gibt es noch Manifesting Generator, die sind ähnlich also sind die zweithäufigste Gruppe, soweit ich weiß. Also vermutlich werdet ihr einer von diesen beiden Typen sein. Und dann gibt es aber noch 3 weitere Typen, nämlich den Reflektor, den Projector und den Manifestor. Ich werde jetzt nicht so viel zu den einzelnen Typen sagen, weil wie gesagt, das machen wir dann im Workshop. Aber ich erkläre ganz kurz, um was es hier eigentlich geht. Also was halt wichtig ist, dass wir haben in der Human Design Lehre haben wir 9 statt 7 Chakren. Und es ist eben so, dass jedes Chakra, das hier ist zum Beispiel das Crown Chakra, dann haben wir
hier das Third Eye Chakra, dann zumindest ist es in der Yoga-Lehre so, dann haben wir hier das Halschakra, hier das Herzchakra und hier zum Beispiel das Wurzelchakra. So ist es aufgebaut und jedes dieser Zentren ist ein Energiezentrum in eurem Körper und hat eine bestimmte Bestimmung. Und ihr könnt es auch alles so einfach mal googeln. Ich kann da später auch noch mal 1, 2 Webseiten reinschicken, wo man da ein bisschen nachlesen kann, auch über seinen Typ. Und dann ist es eben so, dass der Typ, in dem Fall, ich bin der Generator, der gibt erstmal so ein Grundpattern, ja. Der sagt zum Beispiel, Generator sind in generell sehr driven. Deswegen kann es auch gut sein, dass ihr zum Beispiel Generator seid oder Manifesting Generator. Gerade wenn ihr jetzt auch in meinem Coaching seid oder gerade wenn ihr auch aktiv versucht traden lernen wollt, auch wenn ihr aktiv traden lernen wollt, sorry, ich bin ich kurz verwirrt, dann habt ihr irgendwo dieses innere Feuer, diesen Drive, nach außen zu gehen, ja, und zu sagen, so, ich mache jetzt. So, Generator und Manifesting Generator, die sind wirklich, die setzen um. Die wollen umsetzen. Und das ist halt, deswegen denke ich auch, dass viele von euch diesem Energietyp entsprechen, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer Ausnahmen. Es ist jetzt nicht so, dass dieser Energietyp euch alles sagt, aber was halt noch wichtig ist und was dann eben jeden einzelnen Typen nochmal so ein bisschen spezifiziert, sind die Chakren. Wichtig ist jetzt, die Farben sind jetzt hier eigentlich egal, außer dass die weißen sind undefiniert, so bezeichnet man das, und die farbigen sind definiert. Was bedeutet das jetzt? Ein definiertes Chakra bedeutet meistens, dass ich in diesem Lebensbereich oder in diesem Energiebereich sozusagen mehr mit meinen eigenen Energien leben kann, ja? Weil ich selbst in diesem Bereich, ich fühle mich in diesem Bereich sicher oder ich fühle mich in diesem Bereich definiert, wie der Begriff schon sagt, und bin in diesen Bereichen stark und wirke auch nach außen hin stark. Jetzt gibt es die Chakren, die quasi undefiniert sind, und diese Chakren, die, wenn die offen sind, das kann natürlich auch mal positiv sein, wenn man sozusagen dann auch offen ist, genauso wie man dieses Wort eben auch wahrnehmen würde, dass man auch offen ist eben mal für äußere Einflüsse, was gut sein kann, weil in diesem Bereich kann man dann zum Beispiel auch neue Sachen reinlassen in sein Leben, in seinen Energiekreis, kann aber auch negativ sein, weil man zum Beispiel negative Energien aufnimmt, ja. Und das ist zum Beispiel was ganz Spannendes, das ist hier das Halschakra, wobei ich zum Beispiel sagen muss, dass ich mich da jetzt nicht so wiederfinde, dass es undefiniert ist, aber zum Beispiel meine Freundin Lilly, die dieses ganze Human Design Thema macht, die hat fast nur undefinierte Chakren, die ist ein ganz besonderer Energietyp, die gehört, glaube ich, zu 1% der Menschheit, die diesen Energietyp hat. Und die sagt eben, okay, dadurch, dass bei ihr alle Chakren quasi undefiniert sind, passt sie sich immer sehr der Energie an, der anderen Person, mit der sie gerade spricht oder die gerade im Raum ist. Und sie sagt zum Beispiel, dass sie prinzipiell, wenn sie zum Beispiel Menschen trifft, die ein definiertes Halschakra haben, dass sie dann so das Gefühl hat, okay, sie kann sich besser ausdrücken, sie findet mehr Worte oder sie findet die richtigen Worte. Und das ist dann zum Beispiel die Energie, die sie dann von jemand anderem sozusagen aufnimmt und die ihr dann entweder was Positives mitgibt oder natürlich auch was Negatives mitgeben kann. Und genauso ist es auch zum Beispiel hier mit meinen 3 undefinierten Chakren. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass ich dass mir das zum Beispiel, also undefiniertes Wurzelchakra, ist immer ein bisschen spannend, weil da fehlt ja, das sieht man in meinem Leben auch, ist halt so, dass dir fehlt nicht der Halt, aber es ist leichter, den Halt zum Beispiel in jemandem zu finden, der ein definiertes Wurzelchakra hat, ja. Der hat meistens so mehr diese komplette Sicherheit über sich selbst, ja. Über seine Zugehörigkeit, auch dieses Gefühl zum Beispiel irgendwo verwurzelt zu sein. Ich habe zum Beispiel gar nicht das Gefühl, irgendwo verwurzelt zu sein. Weder hier in München noch in Portugal, sondern ich weiß nicht, ich lebe halt so mit dem Flow und es fühlt sich für mich auch gut an. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass wenn ich jetzt auf jemanden treffe, der ein stark definiertes Wurzelchakra hat und vielleicht da positive Energien ausstrahlt, dass ich mich zum Beispiel zu dieser Person total hingezogen fühle, weil es eben eine Ergänzung ist zu dem, was ich selbst in meinem Energiepattern sozusagen nicht habe. Und das ist halt ganz spannend zu beobachten und da gibt es aber noch eine ganze Wissenschaft dahinter. Also es gibt da halt wirklich, dann diese ganzen Striche bedeuten auch noch irgendwas, habe ich aber schon wieder vergessen, was. Aber es ist eben so, das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch kurz erwähnen,
dass ich für meine Mentees habe ich einen Workshop organisiert mit Lilly, beziehungsweise es werden dann 3, 4 Workshops, also für jeden Energietyp machen wir sozusagen einen Workshop. Und ich denke halt, dass es vielleicht auch anderen Menschen helfen kann. Deswegen habe ich beschlossen, dass wir diesen Workshop öffentlich machen werden. Das heißt also, jeder kann den buchen. Es wird, ich glaube, ich muss noch auf den Flyer, ich glaube, es kostet 35 € pro Person, die dazukommen möchte. Meine Mentees, die sind quasi automatisch dabei, mit denen habe ich auch die Zeiten festgelegt. Das heißt, die Zeiten, die sind schon festgelegt. Ich schicke die später in die Gruppe rein. Aber ihr habt die Möglichkeit, quasi euch einen Spot dazu zu buchen. Und da auch ganz kurz der Hinweis, ich verdiene daran kein Geld mit, sondern das Geld geht direkt einfach alles an meine Freundin, die halt eben diese Workshops immer macht. Mir war es irgendwie auch wichtig, das öffentlich zu machen, weil sie ist eben ein wahnsinnig energetischer Typ und, glaube ich, kann sehr, sehr vielen Menschen auch echt viel mitgeben. Aber sie ist nicht der Typ, der sich jetzt hinstellt und sagt, ach, ich mache jetzt mal ein Webinar, ich zeige jetzt den Leuten das einfach mal und dann gucke ich mal, vielleicht gefällt es jemandem. Und deswegen hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt gerne einfach ihr auch hier den Raum geben möchte, weil wir uns eben hier auch darauf konzentrieren wollen, wie kann es dir auch im Trading weiterhelfen? Ja, weil es kann dir schon weiterhelfen, wenn du weißt, was du für ein Energietyp bist und einfach mehr mit deiner Intuition zusammenarbeitest, dass du insgesamt mehr aligned bist mit dir. Und das habe ich ja, wie vorher eben schon erwähnt, gesagt, dass es sehr wichtig ist, auch im Trading. Genau, das war das Thema Human Design. So, jetzt muss ich mal kurz hier schauen. Wo ist mein Call? Ah, hier. Wir haben eine Projector. Ja, bist du Chrissy auch Projector? Ich glaube, das ist Lilly auch. Genau. Ach so, nee, sie ist Reflektor. Genau. Okay. Ja, ich weiß nicht, habt ihr dazu Fragen? Habt ihr insgesamt Fragen? Dann könnt ihr die gerne in den Chat reinschreiben. Okay, gut, scheint soweit keine Fragen zu geben. Ich glaube, das sind eigentlich die Themen, die ich euch mitgeben wollte. Ich werde ganz kurz nochmal, ich werde nicht traden bis zum circa 9. Januar. Das heißt, auch alle Leute, die jetzt schon in meiner Gruppe sind, da wundert euch einfach nicht, da wird nichts kommen, weil ich einfach gerade eben nicht das Gefühl habe, dass der Markt irgendwie tradenswert ist, sagen wir so, zu wenig Volumen und ich will mich jetzt gerade einfach auf ein paar andere Dinge in der Zwischenzeit konzentrieren. Ich werde dann, denke ich, also ab 9. Januar werde ich dann wieder traden und dann werde ich auch wieder natürlich logischerweise meine ganzen Analysen und Trades und so weiter in meine Signalgruppe schicken und dann werde ich meine Signalgruppe, denke ich, auch um den vielleicht 15., 20. Januar noch einmal öffnen. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Spots. Ich muss ein bisschen in mein Herz reinhören, mit wie vielen Spots ich mich wohlfühle. Ich möchte da ehrlicherweise einfach mit dem Flow gehen und will das jetzt einfach nicht so überfüllen. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie den Leuten sagen will, keine Ahnung, ist es jetzt knapp oder whatever, sondern ich gehe da einfach mit meinem Gefühl und ich glaube, jeder die meisten von euch werden wahrscheinlich noch nicht öffentlich getradet haben, aber ich kann euch sagen, dass öffentlich traden ist eine ganz andere Hausnummer, ganz egal, ob das ein Copy-Trading ist oder ob das eine Signalgruppe ist. Copy-Trading ist noch krasser als eine Signalgruppe, aber ich habe wirklich höchsten Respekt vor jedem, der das macht und ich glaube, da merkt man einfach auch dann die Erfahrung. Ja, also ich kann zum Beispiel für mich sagen, dass es macht mir Spaß und es ist eigentlich einfach, meine Analysen zu teilen, aber ich habe gemerkt, im Trade-Management werde ich manchmal dann ein bisschen nervös, weil ich dann denke, oh Gott, jetzt sind so viele Leute dabei und dann muss ich mich echt erstmal wieder hinsetzen und sagen, okay, stopp, du machst einfach das, was du immer machst. Aber deswegen will ich da auch eben nicht einfach diese Gruppe komplett offen haben und jetzt gleich von Anfang an 100 Leute drin haben, sondern ich will halt dann wirklich mitwachsen und schauen, was fühlt sich für mich gut an, weil ich will nicht, dass Trading für mich zum Stress wird, sondern es soll schön bleiben. Genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass ihr diese Themen zur Energie und zur persönlichen Energie sehr, sehr ernst nehmt, weil es ist wirklich das Einzige, was euch
erfolgreich oder nicht erfolgreich macht. Dass ihr anerkennt, dass dieser Weg leicht und mit dem Flow zu gehen sein kann. Und habt niemals Angst davor, Nein zu sagen, wenn es sich nicht gut anfühlt bei euch in eurem Bauchgefühl. Wenn eure Intuition irgendwie Nein sagt, dann nein, dann macht es einfach nicht. Und da ist es echt mega wichtig, dass man sensibilisiert wird, dass man wieder auf sich selbst hört und dass man da wirklich diesen Weg zurückfindet, ja. Und genau, versucht auch ganz aktiv auf euer Money-Mindset zu achten, denn das wird euch im Trading auch reinspielen, und versucht auch ganz aktiv darauf zu achten, ob ihr Sachen erzwingen müsst oder ob sich Sachen für euch gut anfühlen und leicht anfühlen. Und ich kann zum Beispiel sagen, es gibt da auch so ein paar Theorien darüber, dass eben dass jeder Mensch hat eben sein Energy Pattern. Also wie gesagt, Human Design ist nur ein Part davon. Und jeder Mensch fühlt sich auch mit was anderem aligned und ist mit was anderem glücklich. Und es kann auch sein, dass das für den einen oder anderen zum Beispiel nicht Trading ist. Für mich ist es zum Beispiel so, Trading an sich, also ich bin an sich ein analytischer Typ. Deswegen, mir macht Trading oder alles, was mit analytischen Dingen zu tun hat, auf jeden Fall Spaß. Aber für mich ist Trading ein Mittel zum Zweck. Aber ich kann das als dieses anerkennen. Aber es ist was mir Spaß macht, ist hier zu sitzen und Leuten Mehrwert zu geben. Also ich weiß nicht, irgendwie anderen Leuten, keine Ahnung, mir macht es Spaß, die Erste zu sein, die den Weg geht und dann von meinen Erfahrungen zu berichten und dann anderen Leuten zu sagen, hey, schau mal, wenn du das und das machst, dann kann dein Leben so viel einfacher sein. Damit fühle ich mich wohl. Deswegen bin ich ja auch war ich auch auf der Suche nach jemandem, der mich zum Beispiel im Coaching, im Trading-Bereich unterstützt, weil ich meine, zum Beispiel jeden Tag jetzt wieder A, B, C-Pattern zu erklären, ich meine, klar, ich gebe Menschen damit auch Mehrwert, aber es erfüllt meine Seele nicht. Es macht meine Seele nicht zu 100% glücklich. Mich macht es viel glücklicher, irgendwie, weiß ich nicht, Erfahrungen zu sammeln und sie dann zusammenzutragen und daraus ein Modell zu entwerfen, was anderen Menschen helfen kann, ihr Leben in der gleichen Art und Weise zu gehen. Es macht mich total glücklich, wenn ich anderen Menschen helfen kann, dass sie sich in ihrem Körper wohler fühlen, dass sie ihren Weg gehen. Deswegen ist zum Beispiel ja mein Traum auch so ein Holistic Wellbeing-Zentrum irgendwo zu gründen, wo man dann wirklich auch in Person physisch hingehen kann. Das sind die Dinge, die mich total begeistern. Und aktuell begeistern mich noch ein paar andere Dinge. Ich werde mal ganz kurz das Recording anhalten und dann darüber sprechen.